in Zuschriften, die wir hier im Ekayana erhalten und auch in Fragerunden, da taucht immer wieder die Frage nach einer integrierten Persönlichkeitsentwicklung auf. Also wie sich jemand zu einem runden Menschen entwickelt auf dem Weg des Erwachens. Also quasi als Buddhist würden die dann sagen. Und manchmal ist es sogar so, dass sich jemand besorgt meldet, eine Person sich meldet, weil sie bei sich oder bei Partner, Partnerin feststellt, also seitdem ich oder diese Person auf dem buddhistischen Weg ist, werde ich seltsam oder wird die Person seltsam. Irgendwie, das geht nicht so in die richtige Richtung. Und da möchte ich euch bitten, genau hinzuschauen. Und zwar, was leicht passieren kann, ist, wir kommen in Kontakt mit den buddhistischen Unterweisungen und die sind sehr inspirierend und die machen Sinn. Und in uns entsteht so der Wunsch, uns ganz darauf auszurichten und das umzusetzen. Und wir haben so das Gefühl, ja, da bin ich auf dem richtigen Weg. Und das Problem ist nicht dieses Gefühl, sondern das Wörtchen richtig. Ja, wir haben dann es entsteht das Bedürfnis, dann alles richtig zu machen und die richtige Sicht zu entwickeln, das richtige Verhalten, richtig zu meditieren und so macht man das und am liebsten soll der Partner, die Partnerin sich auch noch so verhalten und die ganze Familie. Und was wir beobachten, wenn wir das mal mit anderen Worten beschreiben, ist, dass diese Inspiration, die Dharma-Unterweisung, diese buddhistischen Unterweisungen bei uns auslöst, dass diese Inspiration im Grunde genommen eine ganze Menge Über-Ich-Funktionen lostritt. Also wie, jetzt musst du aber, jetzt solltest du, ein guter Buddhist macht das. Und wir hören die Unterweisung auch so im Sinne von, also, diejenigen, die voller Vertrauen sind, die machen das so und so. Also muss ich. Oder der Lehrer, die Lehrerin hat gesagt. Und ihr merkt vielleicht, ja, ihr seid selber auch schon so unterwegs gewesen. Ich war auch so unterwegs. Und dann kommt so in uns unser Weltverbesserer-Gen springt an und wir denken, ja, und das ist so eine tolle Lehre und eigentlich sollten es alle erfahren, alle sollten sich so verhalten. Und ehrlich gesagt, wir werden ungenießbar. Wir haben immer irgendwie das Gefühl, es noch besser zu wissen, weil wir ja den Dharma kennen. Und der Dharma sagt das so und der Lehrer hat das so gesagt. Und ja, der Lama, der Meister, die Meisterin und wir haben, und die Quellen, die Zitate, wir haben immer irgendwie Recht. Wir haben für alles eine Antwort und also oft ist es dann sogar so, wir hören gar nicht mehr richtig zu. Wir hören nicht mehr mit dem Herzen zu, sondern wie nur noch mit dem Verstand warten, bis eine Pause kommt und wir wieder etwas sagen können, was wir gerade frisch gelernt haben. Und versuchen eigentlich unsere Umwelt zu überzeugen, denselben Weg zu gehen wie wir, die Dinge so zu sehen wie wir, damit wir es selbst leichter haben. Das fällt uns gar nicht auf. Wir merken gar nicht, dass wir das aus Unsicherheit tun. Und jetzt möchte ich euch direkt aus der Problembeschreibung so hinüberholen in das, was ich so als Lösung empfinde. Und zwar erstmal schon als Lösung, als Lösungsansatz, ein Hinweis aus dem Lojong Geistestraining für Praktizierende im großen Fahrzeug. Der Hinweis, praktiziere so intensiv du kannst diesen Weg des Erwachens und bleibe dabei so natürlich wie möglich. Lass es niemanden merken. Also seid sozusagen ein Inkognito Dharma-Praktizierender. Schau, dass du als eine Yogini durch die Welt gehst, von der niemand weiß, dass sie dabei ist, tiefste Instruktionen umzusetzen,
bleibe unauffällig. Bleibe unauffällig, höre gut zu, bremse dich in dem Bedürfnis, all dieses frisch Gehörte, frisch Verstandene, frisch Gelesene um dich herum zu verbreiten. Bremse dich da drin und lass einzig und allein deine eigene Transformation sprechen. Und wenn dich dann Menschen ansprechen und wissen wollen, warum du dich so verändert hast, dann antworte nur so viel, wie die fragende Person auch gerade so möchte und erwartet und überschütte sie nicht mit zu einem zu viel an Informationen, an guten Ratschlägen und so. Und du merkst also, wenn du das jetzt so umsetzen würdest, dann würde das einzige Kriterium für unsere innere Entwicklung wäre dieses immer integrierter werden, immer zufriedener, runder, andere bemerken unsere Verwandlung und docken da an. Das inspiriert sie, nicht was wir sagen, sondern wie wir sind. Und damit sind wir bei dem Thema, Verzeihung, damit sind wir beim Thema einer integrierten Persönlichkeitsentwicklung, die sich unauffällig vollzieht und zu einer Transformation unserer Persönlichkeit führt. Und ich gehe jetzt nochmal so die Parameters durch, diese befreienden Qualitäten. Was passiert denn wirklich? Wir lassen uns auf die Praxis ein und allmählich öffnet sich unser Herz etwas mehr. Unser Geist wird etwas offener. Und aufgrund dieser Herzensöffnung und der Resonanz, des stärkeren Mitschwingens mit all dem, was uns umgibt, mit unserer Mitwelt, Menschen, Tieren, Pflanzen und so weiter. Aufgrund dieses Mitschwingens kommt es dazu, dass wir in eine natürliche Freigebigkeit finden, ein natürliches Teilen von dem, was in uns ist und was wir geben können. Und wir machen nichts. Das ist keine großartige Sache. Wir machen da keine große Story draus, sondern wir geben und bleiben auch da die unentdeckte Yogini oder der unentdeckte Yogi. Wir tun es einfach. Wir verhalten uns heilsam, weil Liebe und Mitgefühl in uns zunehmen und weil wir allmählich weiser werden, weil uns die Augen aufgehen über die mittel- und langfristigen Folgen von nur eigennützigem Verhalten. Wir merken, dass es immer darum geht, den allseitigen Nutzen zu bewirken. Also dieses Wir, ne? Dieses Win-Win-Win. Wir bedeutet, ich habe einen Nutzen, wir bedeutet, mein Gegenüber hat einen Nutzen und wir bedeutet, die Umwelt hat einen Nutzen. Also Win in Bezug aufs Persönliche, aufs Gegenüber und auf die gesamte Mitwelt. Und das wird zu einer ganz natürlichen Geisteshaltung. Und Menschen merken, dass das in uns sich natürlicherweise vollzieht. Und sie merken auch, dass wir geduldiger werden in Situationen, wo wir früher ungeduldig waren. Das dritte Parameter. Und wir merken auch, dass wir viel mehr Ausdauer in Situationen haben, wo wir früher schnell mal sozusagen das Handtuch geworfen haben. Wir überwinde zum Nutzen aller Hindernisse mit einer Leichtigkeit, die wir vorher nicht hatten. Das ist das vierte Parameter der Energie oder freudigen Ausdauer. Und das alles passiert so von selbst. Wir merken gar nicht recht, wie diese Parameter in uns zunehmen. Wir merken nur, mit diesem offeneren Herzen, diesem tieferen Verständnis wird es ganz leicht zu meditieren. Wir setzen uns hin und der Geist kreist nicht mehr um uns selbst. Wir sind nicht mehr so aufgewühlt wie früher. Es ist auch nicht mehr so eine Angst da,
vor dem, was wir nicht kontrollieren können, vor dem Leben. Das alles ist Teil einer integrierten Persönlichkeitsentwicklung. Erwartungen lassen nach, Befürchtungen lassen nach und wir werden zufriedener. Ein Zeichen für eine zunehmende Integration unserer Persönlichkeit ist, dass wir zufriedener werden. Wir finden inneren Frieden. Wir meckern nicht an anderen rum. Sie müssen nicht besser sein, anders sein, damit wir glücklicher sind, sondern wir beginnen zu entdecken, dass Glück von unserer eigenen Geisteshaltung abhängt. Und dass es immer da ist. Dass nur wir selbst das verbauen können, glücklich zu sein. Und das ist ein Schritt in dieses 6. Parameter der Weisheit, diese Entdeckung, was die Natur des Geistes alles an Qualitäten birgt. Dass alles eigentlich schon da ist. Alles, wonach wir uns sehen, ist schon da. Und niemand besitzt es. Und diese Entdeckung, dass es in diesem großen Wir überhaupt keinen Mittelpunkt gibt, sondern dass wir in diesem Feld des Miteinander Verbundenseins und des Einander Durchwirkens, dass wir da ganz aufgehen können, dass das Herz sich befreit in Liebe und Mitgefühl, der Geist sich öffnet in diesem tiefen non-dualen Gewahrsein. Das trägt dann weiter dazu bei, dass wir noch integrierter werden, noch runder, weil wir gar nichts mehr zu verlieren haben. Wir müssen niemanden mehr überzeugen von unserem Weg. Alles missionarische Verhalten hört auf, die Über-Ich-Stimmen hören auf, weil wir entdecken, dass all das, wonach wir uns sehnen und was so ein Ziel dieser Über-Ich-Stimmen sein könnte, dass das hier alles schon vorhanden ist. Also achtet mal darauf, wenn ihr euren eigenen Entwicklungsweg so betrachtet, ob ihr insgesamt geschmeidiger werdet, fließender, weniger nörgelnd, weniger anspruchsvoll, ein bisschen so weicheres Herz, auch was die Marotten anderer angeht, ihre Persönlichkeitszüge. Ein bisschen Humor den eigenen Marotten gegenüber, so dass wir mit einem Schmunzeln durchs Leben gehen und merken, dass wir, ohne es mitgekriegt zu haben, eigentlich schon lange aus diesem Selbstverbesserungsprogramm ausgestiegen sind. Wir missverstehen den Weg des Erwachens nicht mehr als eine Self-Improvement, ja, als ein Selbstverbesserungsweg, sondern eigentlich als ein Ankommen zu Hause. Und das zeigt dann, wie entspannt dann der Weg wird, wie entspannt unser ganzes Sein wird. Und ist natürlich eine große Freude für alle um uns herum, wenn wir endlich mal entspannt sind. Also mit den besten Wünschen für uns alle, dass wir uns gegenseitig unterstützen in einer ganz entspannten Entwicklung zu immer mehr Öffnung, zu immer mehr Geschmeidigkeit, Vertrauen, Mitschwingen, offenes Sein.